Ella ist eine junge Rangerin, die im Hwange-Naturschutzgebiet in Simbabwe arbeitet. Sie ist seit 2 Jahren hier und widmet sich ganz der Tierwelt. Ella zeigt sich professionell, selbstbewusst, gelassen und mit tiefer Tierliebe. Sie leitet regelmäßig internationale Touren und überwacht die Gesundheit der Tiere. Das gesamte Reservat kannte Ella als ruhige, aber mutige Beschützerin. An diesem Morgen wurde Ella damit beauftragt, eine Besuchergruppe aus den Vereinigten Staaten auf einer Tour durch das Reservat zu begleiten. Die 5-köpfige Gruppe wollte unbedingt zum ersten Mal die afrikanische Tierwelt erleben. Ella fuhr ihren vertrauten roten Landcruiser und machte die Tiere unterwegs bekannt. Die Leute waren begeistert, aus der Ferne Herden von Antilopen, Nashornvögeln und ein paar wilde Elefanten zu sehen. Als das Auto mitten im Grasland anhielt, forderte Ella alle auf, auszusteigen und Fotos mit den freundlichen Pavianen zu machen. Sogar ein Affe kletterte in den Bus, was die Passagiere zum Lachen und Winken brachte. Die Sonne schien golden über die Felder, eine friedliche und freundliche Atmosphäre umgab das rote Auto. Ella sprach leidenschaftlich über die biologische Rolle der Paviane im Ökosystem. Die Gruppe hörte zu, nahm auf und stellte viele interessante Fragen zur Tierwelt. Doch diese Ruhe wurde schnell durch einen Schrei hinter dem Auto unterbrochen. Eine Gastfrau rief, sie habe gesehen, wie 2 Paviane sich gegenseitig hinter sich herzogen. Ella drehte sich sofort um, gab dem Auto ein Zeichen zum Anhalten und forderte alle auf, ruhig zu sein und zuzusehen. Die beiden Affen standen da und sahen das Affenwölkchen an, das bewusstlos ausgestreckt auf dem trockenen Boden lag. Ella runzelte die Stirn, stieg vorsichtig aus dem Auto und gab den Passagieren ein Zeichen, Abstand zu halten. Sie näherte sich und kniete nieder, um den Zustand des verletzten Affenweibchens zu überprüfen. Der Körper des Affen wies tiefe Bisswunden auf und es sickerte immer noch ein wenig Blut heraus. Die beiden Affen, die in der Nähe standen, sahen besorgt aus und schauten Ella ständig in die Augen und warteten. Ella vermutete, dass der Affe von Hyänen angegriffen wurde, aber von den anderen beiden weggezogen wurde. Die Augen des Affen waren geschlossen, sein Bauch leicht gewölbt, sie erkannte, dass er schwanger war. Ein Gast fragte, ob es gerettet werden könne, und seine Augen waren voller Hoffnung. Ella dachte ein paar Sekunden nach, nickte dann entschieden und ging zurück zum Auto, um den Erste-Hilfe-Kasten zu holen. Sie holte Verbände, Antiseptikum, Spritzen und saubere Handtücher heraus. Besucher versammelten sich von weitem, niemand sagte etwas, alle beobachteten jede Aktion. Sie berührte sanft den Körper des Affen, fühlte seinen Puls und begann mit der Ersten Hilfe. Die anderen beiden Paviane mischten sich nicht ein, als wüssten sie, dass sie ihrer Art half. Ella reinigte die Wunde mit Salzwasser und desinfizierte sie anschließend vorsichtig mit einem in medizinischer Lösung getränkten Wattestäbchen. Um die Blutung zu stoppen, wurde ein weißer Verband um die Brust des Affen gewickelt. Sie injizierte dem Affen eine milde Dosis eines Stimulans und Antibiotikums in den Arm. Der Affe blieb regungslos und atmete schwach, aber Ella wusste, dass er nicht tot war und noch eine Überlebenschance hatte. Ein Gast flüsterte, sie benimmt sich wie eine Ärztin, es ist unglaublich. Ella überprüfte den Herzschlag noch einmal mit einem Ministetoskop, immer noch hoffnungsvoll. Sie legte den Affen auf die Seite, damit er leichter atmen konnte, und hielt dabei sanft seinen Kopf mit der Hand. 2 Paviane standen in der Nähe und beobachteten aufmerksam, als würden sie Wache halten und beten. Um das Auto herum war es seltsam still, alle schienen den Atem anzuhalten. Nach einer Weile bewegte der Affe seine Beine und öffnete dann schwach seine Augen. Alle waren von Emotionen überwältigt, als sie sahen, wie es begann, gleichmäßig zu atmen und versuchte, sich aufzusetzen. Ella lächelte leicht und ihre Augen funkelten vor Emotionen. Sie gab noch etwas Wasser in die Flasche und hielt sie dem Affen nahe ans Maul, damit er trinken konnte. Der Affe nahm ein paar Schlucke und sah sich um, als ihm auffiel, dass 2 seiner Gruppenmitglieder in der Nähe standen. Es kroch zu seinen Artgenossen und drückte ihnen als wortloses Dankeschön sein Gesicht an die Schulter. Alle wollten gerade in den Bus einsteigen, um ihre Reise fortzusetzen, als ein Knurren zu hören war.
Aus einiger Entfernung näherte sich ein Rudel Hyänen, ihre Augen glühten rot und ihre Mäuler waren zu einem irren Lachen weit geöffnet. Ella gab allen sofort mit strenger, aber ruhiger Stimme ein Zeichen, ins Auto einzusteigen. Sie stand mit ausgestreckten Armen an der Autotür und sorgte für die Sicherheit der Passagiere. Die 3 Hyänen stürmten als erste vor und umringten das Mädchen auf wenige Meter. Ella bewegte sich nicht und versuchte, trotz des Gebrülls und der schleichenden Schritte ruhig zu bleiben. Eine Hyäne stürzte sich auf sie, hielt jedoch inne, als sie sah, dass sie keine Angst hatte. Alle im Auto gerieten in Panik, eine Person schrie ihr zu, sie solle zurück ins Auto steigen. Aber sie stand immer noch da und hielt ihre Position wie ein lebender Schild. Die Hyänen begannen zu zischen und näher zu kommen, ihre Schritte erzeugten einen furchterregenden Druck. Gras flog, als sie sich in Sprungposition bewegten. Ellas Gesicht war angespannt, ihre Hände umklammerten den Türrahmen des Autos fest und ließen die wilden Tiere nicht aus den Augen. Sie wusste, dass alles noch chaotischer und gefährlicher werden würde, wenn sie wegliefe. Im gefährlichsten Moment ertönte von hinten ein lauter Schrei. Alle drehten sich um und waren erstaunt, was hinter dem Auto passierte. 2 Paviane kletterten auf das Autodach, fletschten die Zähne und knurrten trotzig die Hyänen. Einer schlug auf das Autodach und erzeugte ein lautes Geräusch, das über die Wiese hallte. Die Hyänen hielten inne, zögerlich angesichts der unerwarteten Überraschung. Die Schreie der Affen klangen schon von weitem wie ein Angriffssignal. Eine ganze Horde Affen kam schreiend aus den Bäumen hervor und eilte herbei, um Ella zu beschützen. Die Hyänen knurrten zunächst, zogen sich dann aber angesichts der Übermacht und Wucht langsam zurück. Die Affen hatten keine Angst und umringten und beschützten das Mädchen wie ein Herdenmitglied. Ella stand still und ihre Augen füllten sich mit Tränen, als ihr klar wurde, dass sie im Gegenzug beschützt wurde. Die Passagiere im Auto schauten mit Augen heraus, die nicht glauben konnten, was sie gerade gesehen hatten. Die letzte Hyäne drehte sich um, ging weg und verschwand im hohen Gras. Niemand wurde verletzt, alle standen für einige Sekunden voller Schock und Überraschung still. Ella ging zu dem Pavian, der auf dem Autodach saß, und streichelte sanft seinen Kopf. Sie flüsterte Danke, ihre Augen und ihr Lächeln waren voller Zuneigung. Die beiden verbliebenen Affen rannten um das Auto herum, als wären sie froh, die Person gerettet zu haben. Es war ein wunderschöner Moment der Verbundenheit zwischen Mensch und Tier. Ella half allen, sich zu beruhigen, und winkte den Pavianen zum Abschied. Die Affen antworteten mit fröhlichen Schreien und wandten sich dann langsam wieder dem tiefen Wald zu. Der verletzte Affe sah sie ein letztes Mal an und folgte dann der Herde, immer noch schwach gehend. Immer wieder erzählten sich die Besucher gegenseitig von jedem aufregenden Moment, den sie gerade erlebt hatten. Ella fuhr weg, ihr Herz noch immer voller stiller Gefühle. Eine hinten sitzende Passagierin flüsterte, sie ist wirklich die Heldin des Tages. Das Nachmittagssonnenlicht fiel sanft wie ein goldener Gruß über das Grasland. Auf dem Rückweg lachten alle und diskutierten über das beispiellose Erlebnis. Ella warf gelegentlich einen Blick in den Rückspiegel und folgte dem Weg, auf dem die Affen verschwunden waren. Sie wusste, dass sie in ihrem Herzen gerade eine wortlose Familie in dieser Wildnis gewonnen hatte. Lieber Freund, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die Geschichte zu verfolgen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen.